Hallo, willkommen beim 1000 Becke Report. Heute mit dem Thema: Bricht Silber im Juli aus? Disclaimer. Silber steht immer noch vor dem Ausbruch, der jetzt jeden Tag beginnen kann und Silber auf über 40 $ treibt. Als das letzte Mal passiert ist, war 2010, 2011, genauer am 24. August 2010 bei 17,74 $ startete die Rallye und ging 8 Monate bis Silber 49,80 $. Ob es jetzt bereits im Juli beginnt, wie JC und der Analyst auf dem Chart darstellen, werden wir bald wissen. Falls nicht, dann sehen wir vermutlich noch eine kurze volatile Seitwärtsbewegung zwischen 21 bis 24 $ als Vorbote für den finalen Start. Ob jetzt oder in ein paar Wochen die Goldaktienrallye wird damit beginnen. Aktuell ermöglicht das noch die letzten Minenaktienkäufe. Ja, hier nochmal die Aussage von JC. JC sagt, Silber dürfte diese Woche explodieren. Die Stimmung ist im Keller, während der Arbeitsmarkt endlich einbricht, die goldgedeckte BRICS-Währung die Hegemonie des Dollars bedroht und der Solarboom einen Rekordsilberpreisanstieg auslöst. 40 Jahre der Frustration sind dabei, einen Rekordbullenmarkt zu gebären. Ja, das ist die Meinung von JC, nicht unbedingt meine Meinung. Wir bleiben eigentlich bei unseren klassischen Vorhersagen. Das Silber, sage ich mal, bis Q1 auf 42 $ laufen kann. Dabei ausschließen kann man bei Silber auch nicht, dass es extremst hochläuft. Sie wissen ja, Silber läuft in Spikes und danach kommt es zu heftigen Korrekturen. Nichtsdestoweniger, ein Ausbruch jetzt noch im Juli ist durchaus wahrscheinlich bei Silber. Im JC hier, der Kommentator, oder Analyst, der glaubt, dass es im Prinzip schon nächste Woche losgeht. Lassen wir uns überraschen. Es wird auf alle Fälle interessant für Sie. Ja, hier nochmal ein angehender Silber-Kobalt-Produzent, Kanada, Ontario. Ähm, ja, also erstmal nochmal zur Lage. Also das ist an der Grenze zwischen Quebec und Ontario. Da gibt es sogar eine Stadt, die heißt Cobalt. Und das hängt natürlich mit den Kobaltvorkommen zusammen, die es da gibt. Und Kobaltvorkommen sind bislang immer ein Indikator gewesen für sehr, sehr, sehr hochgradiges Silber. Und so ist es auch kein Zufall, dass sich hier es um das Unternehmen handelt, das die im Grunde genommen größte Silberbohrergebnis aller Zeiten gemacht hat, und zwar 89.553 Gramm pro Tonne Silber, 2621 Unzen pro Tonne. Also das sind im Prinzip fast 90 Kilogramm Silber in einer Tonne. Das ist ein absolutes Rekordergebnis. Trotzdem, wie Sie am Chart sehen, hat es dem Unternehmen nicht geholfen. Einer der Gründe ist, es handelt sich derzeit um Ressourcen von circa 10 Millionen. Man hofft natürlich, dass man das noch erweitern kann auf circa 20 Millionen und mehr. Natürlich, wenn das hochgradige dementsprechend ist das natürlich ein ganz anderes Ding, als wenn es Lowgrad wäre. Nichtsdestoweniger, aktuell gab es auch jetzt gerade wieder eine ganz positive Meldung von denen, dass sie eben hochgradiges Gold auch auf einige Grundstücke, und zwar hier im Grundstück Castlemaine in der Nähe von Ghana, Ontario, gefunden haben, mit 6,7 Gramm pro Tonne. Also da gibt es eine gewisse positive Dynamik, die wollte ich Ihnen einfach mal mitteilen. Ansonsten ist es natürlich hier ein Hochrisikoplay, aber möglicherweise ist der Boden erreicht. Und wenn wir tatsächlich, wie ich eben gesagt, JC und andere Analysten meinen, vor einem Silberboom stehen, könnte sowas natürlich interessant sein. Also der Markt interessiert sich überhaupt nicht. Also wie gesagt, es ist definitiv die Aktie mit den höchsten Silberbohrergebnissen überhaupt. Und irgendwann kann sich die Dynamik unter Umständen umdrehen und der Markt ist ganz heiß drauf. Aber gut, das weiß man nicht. Jedenfalls könnte es sein, dass auch hier der Boden gefunden ist und das als höchst spekulative Ergänzung vielleicht ganz interessant ist. Vielleicht nochmal zu den Projekten. Das Projekt Castle East
In der Robinson-Zone von Kassel liegt Silbergehalt eben von diesen 90 Kilogramm pro Tonne. Ressourcenschätzung 7,56 Millionen, also fast 10 Millionen mit den anderen Projekten zusammen haben sie jetzt. Dann haben sie das Ebi-Otter-Gebiet, nochmal 1000 Hektar im Goldlager Kirkland Lake und ist nicht weit von der Goldmine Marcasa, die von Kirkland Lake betrieben wird. Also auch ein sehr gutes Gebiet, ist eine hochwertigsten Goldminen der Welt eben. Und eben das Projekt Castle Mine, wo jetzt aktuell auch diese Entdeckung gewesen ist, da haben sie auch 7800 Hektar von. Ja, dann die Beaver-Mine, durchschnittliche Kobaltgehalt von 4,68 Gramm pro Tonne. Und ja, hier gibt es noch die Geschichte nochmal. Also die haben in der Vergangenheit auch schon mal Silber produziert, 7 Millionen Unzen Silber, 140.000 Pfund Kobalt mit einem Durchschnittssilber von 1,5 Pfund pro Tonne. Die Produktion der Beaver Creek Mine, angrenzende Mine, umfasst 376,9 Tonnen Silber. 12 Millionen Unzen Brady Lake, ja, 100 Tonnen Silber mit 3,1 Millionen Unzen Kobaltlot und das Projekt nochmal mit 4,5 Millionen Unzen. Ja, die Wehrlottmine war früher ein Produzent im Kobaltcamp und war der Ort mehrerer Entdeckungen. Also wie gesagt, es ist im Prinzip eine heiße Gegend für absolut hochgradiges Silber. Problem momentan interessiert es nicht. Ein anderer Grund ist, ein anderer Newsletter-Schreiber, der meint auch, dass es nicht das allerfähigste Management ist. Das ist natürlich auch ein Problem. Aber nichtsdestoweniger, wenn Silber natürlich wieder in Favor sozusagen kommt, mag das alles vergessen sein und es mag viel Geld zufließen. Aber momentan sind wir eher am Tiefpunkt, aber ich wollte Ihnen einfach Sie aber über die Mine mit den absolut höchsten Silberwerten einfach informieren. Das müssen Sie sich mal selbst einfach mal anschauen, was man noch verhalten hat. Zufälligerweise auf einer Veranstaltung hier in Zürich im September, auf einem Minen-Summit, habe ich sogar die kennenlernen dürfen. Gut, aber auch da hat man natürlich nicht, auch durch Gespräche hat man natürlich nicht die Einblicke, die vielleicht vor Ort haben. Aber jedenfalls diese Bohrergebnisse sind real, auch die neuen Bohrergebnisse. Und es könnte irgendwie zusammen mit Silberpreis vielleicht ein ganz interessantes Investment werden. Allerdings ist es eben höchstes Risiko und ist auch keineswegs irgendeine Form von Kaufempfehlung. Wollte ich Sie einfach darauf aufmerksam machen, was hier aktuell im Gold- bzw. Silbermarkt abgeht. Ja, nochmal generell zu Gold. Gold könnte im analog der 1970er Jahre von 2000 $ auf 8500 $ steigen. Es ist eine ähnliche Chartdynamik. Sie sehen hier von 1978 gab es nochmal eine große Korrektur. Also das ist, sage ich mal, auf 200 $ gestiegen. Und dann sind viele Leute rausgetrieben worden, etc. Und dann gab es innerhalb von einem guten Jahr, im Wesentlichen 1979, diesen Mega-Anstieg von 200 $ auf 850 $ Gold. Und das hat dann diese extremen Goldaktienmania geführt, wo es hier von 15 à 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 $ hochging. Also aus 1000 $ wurden 100.000, 200, 300.000, unglaubliche Werte. Da will man sie natürlich nicht dabei haben. Und das war eben damals offensichtlich genauso. Oder wie interpretieren Sie so einen Rückgang hier nochmal von so einem Mega-Anstieg? Ich denke mal, das ist zulässig zu sagen. Anders ist es nicht so. Wir haben eine super schlechte Stimmung. Und wenn jetzt, wie der JC da sagt, dass jetzt hier dementsprechend hochgehen, dann sind jetzt eben doch viele, haben sich angewidert vom Gold- und Silberaktienbereich oder Gold- und Silberbereich überhaupt abgewendet, um eben nicht damit bei zu sein. So, das könnte eine Interpretation sein. Und damals ist es eben das Vierfache hochgegangen. Ob es das heute tut, ja, von den formalen Zahlen her müsste es sogar noch viel höher steigen. Aber möglicherweise haben sie die ein oder andere Eingriffsmöglichkeiten mit ihren ganzen Derivaten. Deswegen bleiben wir bei wir hängen uns einfach an die Top-Analysten und Chartisten dran, die natürlich auch keine Glaskugel haben, aber was viel anderes kann man nicht machen. Und die sagen eben irgendwo, jetzt eben der Silberausbruch, dann Anstieg auf 32 $, kleine Korrektur und dann in Q1 auf 42 $ für Silber und Gold. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Irgendwo, das ist die Spannweite zwischen 2300, 2400, 2600, einer so gesagt, sogar 2900 in der nächsten Phase. Das ist abzuwarten.
Ja, was passiert jetzt? Ist im Grunde genommen der moderate Anstieg von Gold und Silber, so wir glauben. Das führt dann teilweise zum Anstieg von Penny Stocks. Also Gold wächst um 20% und hier steigt was um das sozusagen fast 25-fache. Also das heißt, der Anstieg von Goldaktien in solchen Phasen kann um bis es 100-mal besser als Gold sein. Also Gold um 25% und irgendwelche Goldaktien um 2500%. Das ist natürlich eine ganz interessante Situation, die es nur am Anfang des Bullenmarktes geben, weil die eben so am Boden sind. Die sind quasi hier so total zerstört. Und nehmen wir mal an, es wäre damals 2021, wäre jetzt Gold auf 3000 weiter gestiegen, wäre die Aktie hätte sich auch gut entwickelt, aber sie wäre nicht mehr überproportional mit dem Goldanstieg gestiegen, sondern sicherlich proportional mit den Gefahren des Rückschlages. Das heißt, daran sehen wir, dass die erste Phase, also die jetzt vor uns liegenden 5, 6, 8 Monate, das sind die lukrativsten für Goldaktien. Danach können wir getrost den Markt verlassen. Und wenn man im Edelmetallbereich bleiben will, dann einfach ins Physische zum Beispiel wechseln. Ja, wir haben immer noch eine extreme Unterbewertung bei Goldaktien, rational kaum erklärbar. Das ist hier Goldaktien allgemein, Gold verglichen als Ratio, seit 1996 im Bärenmarkt, hat eigentlich erst jetzt den Boden gefunden. Sie sehen, die Statisten glauben, dass es einen überproportionalen brachialen Anstieg gibt. Das heißt natürlich Goldaktienexplosion, Preisexplosion, so wie wir uns das ja auch erhoffen. Und dann eben jetzt auch nochmal, dass diese Junior-Goldaktien im Vergleich zu Senior-Aktien extrem unterbewertet sind. Wir investieren ja halt mal häufig meistens in Junior-Goldaktien. Das kann aber auch brachial abgebaut werden, wie zum Beispiel 2002. Wenn das beides kommt, haben wir mindestens zwei Gründe für steigende Gold- und Silber-Penny-Aktien. Ja, wie hätte man 1970 den Bullenmarkt am besten gespielt? Im Grunde genommen einfach die Goldaktien einfach kaufen, gute verteilen, gute nachkaufen, beobachten und so weiter und so weiter. Dann abwarten, bis dann tatsächlich dieser Boom kommt, diese Eruption. Wie gesagt, bei uns sind es dann bei Gold vermutlich 2,3, 2,4, 2,5, ich hatte es erwähnt. Und dann haben wir vermutlich irgendeinen Maximalpunkt erreicht. Dann müssen wir das einfach verkaufen und also ich meine, damals war es eben so, wenn es gestiegen ist, verkaufen und die Assetklasse wechseln. Zum Beispiel in Berkshire Hathaway, in den Fonds oder so. Das heißt, das andere steht konträr zueinander. Also im Grunde genommen mit der Explosion der Goldaktien sich unglaublich viele andere normale produktive Assets unter den Nagel reißen. Das ist auch jetzt im Prinzip jetzt unser Vorgehen. Vielleicht müssen wir noch die Sicherheitsstufe mehr Gold und Silber, also Goldaktien und Gold und Silber noch machen. Damals war das nicht unbedingt notwendig, weil das System mehr oder weniger auch noch relativ stabil war. Das ist heute vielleicht ein bisschen anders. Aber damals, im Grunde genommen ist Goldaktien ganz einfach ausgedrückt, warten, bis sie explodieren. Es ist ein Maximierungstool, um andere produktive Assets zu kaufen. Und natürlich mehr Gold und Silber, das ist ganz klar. Aber damals wäre es eben so gewesen, $50 investiert, in Goldaktien vielleicht einen 100-Bäcker erwischt und das reinvestiert. In Berkshire Hathaway hätte bis 1999, wo dann das Aktienhoch im Vergleich zu Gold war, 1 Million Dollar gemacht. Und das ist einfach unglaublich, nur $50. Und das kann man, das Schöne ist, wenn man nicht glaubt, ja, das werde ich nicht so treffen und so weiter. Sie hätten ja in 20, 30, 40, 50 verschiedene Aktien oder eben Aktien gewisse Positionen noch erhöhen. Sie hätten ja $10.000 oder $20.000 auch schon damals in viele, viele verschiedene Aktien oder in Top-Aktien eben mehr wechseln können. Und dann wäre vielleicht die ein oder andere Superaktie da gewesen, die andere Mittel. Und dann hätte man auch in andere Fonds, andere Aktien investieren können. Es ist meines Erachtens, jedenfalls ist der Rückblick, wäre das eine ganz, ganz intelligente Entscheidung gewesen. Und sie hätten in über 30 Jahren im Grunde genommen eigentlich nur ein oder zweimal an der Börse tätig sein müssen. Und dann ansonsten hätten sie noch von Dividenden oder von den Steigerungen leben können. Und so macht dann natürlich die Börse Spaß, dass man, sag ich mal, die sich hin und her hat, überlegt ständig, wo kann man Rendite machen, sondern das von dieser fundamentalen Sicht sieht. Und daher macht diese Sicht in die Vergangenheit Sinn und wir können vielleicht uns das eins oder andere hiervon lernen für die Zukunft. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3 ist es einfach so, wenn Goldaktien steigen,
steigt auch das Risiko. Die Minen können verstaatlicht werden, Eingriffe, Extrabesteuerung. Das eigene Bankensystem hat zunehmend Schwierigkeit. Also wir müssen sehen, dass wir unter Umständen dadurch von diesem Gewinn mehr physisches Gold und Silber kaufen können, quasi unsere eigene Bank sein. Mike Maloney hat es für 1980 ausgerechnet, konnte man für 500 Silberunzen ein Haus kaufen. Und Sie an dem roten Pfeil sehen Sie, dass die Analysten glauben, es geht im Prinzip sogar noch mal tiefer. Das könnte man für 200, 300 Unzen Silber könnte das ein Haus bedeuten. Gut, das muss man sehen. Das sind absolute Maximalwerte. Das hält auch eben nicht lange an. Und das war auch 1980 so, aber man sollte sich das bewusst machen, was auf uns da eventuell zukommt. Ja, also Fazit, man muss im Grunde genommen stehen mehrere Ereignisse vor uns und man muss versuchen, da Gewinner zu sein und diese Gewinne sozusagen aus den Ereignissen miteinander multiplizieren. Wie kann man das machen? Also ähnlich, wie ich Ihnen das gezeigt habe, in 1970er Jahren bei Aktien Berkshire Hathaway, vielleicht mit der Sicherheitsstufe Edelmetalle dazwischen. Also wir nehmen jetzt hier, so ist es gemeint, einfach $200 systematisch, hauen das in irgendwelche Aktien, wie Sie gesehen haben. Klar, können auch pleite gehen oder eben 25 oder 100-fach oder sonst was steigen oder nur um 10-fache, who knows. Jedenfalls, das ist mit 25 durchschnittlich angegeben. Und diese Gewinne kann man dann in physisches Gold und Silber kaufen. Aber Gold und Silber, das will man nicht zu Maximalpreisen kaufen, sondern irgendwann, wenn Gold bei 2,3, 2,4 oder Silber 50 liegt. Und dann gibt es immer ja noch eine Kaufkraftsteigerung auf 8.000. Das haben ja Experten berechnet für Gold und Silber 300, deswegen diese 4. Und irgendwann, wenn dann diese Maximalwerte erreicht, unabhängig, ob sie im Bankensystem oder nicht, wir sind ja physisch, sie sind ja quasi dann durch selbst eine Bank, wenn man so will, kann man das dann reinvestieren. Das können eben Top-Häuser, Firmen oder was dann immer noch existiert an Aktien oder Aktienfonds sein. Also in Anlehnung auf die 1970er, 1980er Story im Grunde genommen, nur mit der Sicherheitsstufe ein bisschen mehr Gold und Silber, weil wir nicht wissen, ob das Bankensystem sehr stark erschüttert wird. Aber nichtsdestoweniger, es wird wieder eine Dynamik geben nach möglicherweise diesem Extrempunkt. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und das kann man möglicherweise mit solchen sogenannten Ereignisketten ganz gut tun. Und Sie müssen ja sehen, Sie können ja jede Menge von diesen Ereignisketten aufstellen. Das heißt, ich meine, übrigens, eine Ereigniskette kann auch sein, Sie investieren einfach jetzt nur in Silber, fassen dann irgendwann die 300 Kaufkraft an, dann haben Sie von jetzt eine Verzehnfachung der Kaufkraft, können das dann auch reinvestieren. Das sind also auf die alle möglichen Ereignisse, die wir uns vorgeben kann man eben alle möglichen Ereignisketten setzen. Das ist damit gemeint. Und natürlich, weil wir keine Glaskugel haben, wenn jetzt zum Beispiel morgen was passiert und so, dann sind natürlich die Leute, die jetzt eben Gold und Silber im Wesentlichen gehortet hat, dann einen Vorteil, weil dann springt das quasi zu diesen Maximalwerten, sie können es irgendwann reinvestieren. Wahrscheinlich haben wir aber doch irgendwo einen Übergangszeitraum. Ich denke schon, dass wir jetzt für das Anstieg der Goldaktien, dass wir den alle noch sehen werden in den nächsten 6 bis 8 Monaten. Und deswegen ist es wahrscheinlich, mit dieser Art Ereigniskette fährt man möglicher am besten. Aber man soll sich nicht komplett daran binden, kann je nachdem, was man für Ereignisse vor einem erwartet, in welcher Heftigkeit, auch zeitliche Abfolge, können Sie sich mit dieser Strategie möglicherweise darauf einstellen. Und je mehr Ereignisketten Sie eigentlich haben, desto sicherer ist eigentlich auch, dass sie am Ende da sehr erfolgreich dann dastehen. Ja, wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, zu selektieren nach moderaten und sehr hohem Risiko, Recht- und Potenzialfaktor. Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko tun wir zusammen. Exit-Strategie ist auch dabei. Wenn Sie einen Report kaufen möchten, finden Sie die unten im YouTube-Verlinkung. Ja, Einlagen von Gold und Silber. Das Unternehmen ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Also man überweist da, ist keine Mindestinvestitionssumme notwendig. Schon ist es im zollfreien Lager in der Schweiz gut geschrieben, genauso leicht zu verkaufen. Man kann sich es auch ausliefern lassen. Ist möglicherweise eine Alternative zu den Händlern, wo sie dann lange Schlange stehen müssen oder Abgabebeschränkungen gibt. Das gab es da noch nicht. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.